Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich möchte euch heute eine Neuheit vorstellen aus dem Hause Armor of MiG. Und zwar haben wir hier die sogenannte Solution Box, in dem Fall für World War II USA ETO. Und zwar handelt es sich hier um ein Farb- und Weathering-Set für US-Fahrzeuge. Also nicht hier exklusiv den Sherman, wie er hier abgebildet ist. Und der Bausatz ist auch nicht in der Box enthalten, sondern es ist hier einfach alles dabei, was man braucht, um ein Fahrzeug in Olive Drab. Also wir haben es ja auf der Rückseite hier. Haben wir diverse Fahrzeugtypen, was man machen kann, halt einen Sherman, einen Loader Truck, einen M3 Lee Early oder halt den Easy 8 und. Ja, und hier halt so ein kleiner Überblick, was in dieser Box ist. Wie ihr seht, sie ist noch original verschlossen. Ich gucke dort jetzt quasi mit euch live rein, weil hier ist auch nochmal angeschlagen, also zu den Sachen, die hier abgebildet sind, ist hier auch nochmal ein Überraschungsgeschenk drin. Ja, da bin ich sehr gespannt, was es denn wohl sein mag. Ja, was kann man noch zu der Box sagen? So wie sie hier ist, liegt der Preis, ich habe geguckt bei Modellbau König zum Beispiel, bei 82,50. Ich denke mal, bei MiG direkt wird das auch ein ähnlicher Preis sein. Und ja, wir wollen uns jetzt mal die Box angucken, ob es das wirklich wert ist. So, die Folie ist weg. Wollen wir mal reingucken, was uns da drin erwartet. Tada! Also erst einmal fange ich hier an, hier auf dem Deckel. Da ist so ein bisschen nochmal sinnbildlich abgebildet, was denn alles enthalten ist und wie es sortiert ist. Und das sehen wir jetzt hier auch. So, und hier haben wir einmal das How to Paint. Wir haben Micro Brushes. Ich glaube, das ist das Special Gift. Okay, Micro Brushes. Oh, die Pinsel, aber da kommen wir gleich mal zu. Ja, hier sehr schön in diesem Koffer. Also das hat so ein bisschen Professionalität, finde ich jetzt. Also mit diesen Schaumstoffformen. Ja, aber was finden wir in der Box? Wir haben in der Box Oil Brusher, 4 Stück. Und zwar in den Farben Dust, Starship Filth, Dark Brown und Olive Green. Die eignen sich sehr schön für Weathering-Effekte oder für Highlights oder whatever. Dann haben wir hier einen Enamel-Verdünner, geruchslos. Eine Flasche One-Shot-Primer. Gunmetal-Pigmente. Wet Matt, also feuchten Matsch. Dry Earth Splashes, also das sind so, ja, da kann man halt Matschspritzer generieren. Dann haben wir Acrylfarben, und zwar ist hier Olive Drab Base, Olive Drab Highlights, Matt Schwarz, altes Holz, also Old Wood, Old Rust, alter Rost. Wir haben hier einen Transpirator, das ist ein Medium, um Farben transparent zu machen, also leicht durchscheinbar. Wir haben hier einmal Satin Lucky Varnish, also sprich einen seidenmatten Lack, Klarlack, Filter, ein grünen Filter für graue Fahrzeuge oder grau-grüne Fahrzeuge, ein Dark Wash, das wird ein dunkelbraun sein, Pigmente, Europe Earth, Dark Earth und einmal Fresh Engine Oil. Ja, also es ist eine Menge drin an Produkten, die man benutzen kann, um halt ein Fahrzeug zu wässern. Ich sage mal, vieles, wenn nicht sogar alles hier drin, könnt ihr natürlich euch auch selber machen. Aber es ist komfortabler. Also wenn jemand mit dem Modellbau anfängt, hat noch kein Gefühl dafür, welchen Filter auf welche Farbe oder mit Pigmenten oder. Da ist man hier ganz gut beraten, weil es ist hier schon mundgerecht vorgearbeitet. Und ich sage mal als Beispiel Oil Brusher. Ja, es ist verdünnte Ölfarbe.
Man kann aber auch, man kann sich auch normale Ölfarbe nehmen, aber hier, A ist diese Ölfarbe hier drin sehr gut pigmentiert und B hat man in diesen Applikator, ich zeige es hier einfach mal, nicht? Also es ist hier schon ein Pinsel mit dran gearbeitet und man muss dann nicht mehr auf ein Stück Pappe da das Öl ausölen lassen und man muss keinen Pinsel mehr sauber machen. Und. Also das ist mundgerecht vorbereitet. Und wenn ich jetzt den Einzelpreis sehe mit 2,30 €, der wird auch niemand in den Ruin treiben. Ich bringe mal gerne das Beispiel mit dem Feuer machen. Man kann natürlich auch Feuer machen, indem man Hölzer aneinander reibt. Geht auch, ist kostengünstig. Oder man nimmt ein Feuerzeug. Es ist kostenintensiver, es ist einfacher. Das gleiche halt mit den Pigmenten. Man kann Pastellkreide reiben. Wie auch immer. Ja. Was noch? Wir haben hier Pinsel dabei. Sind hier beschrieben. Das ist einmal ein 3-0 Rundpinsel. Ich glaube, das wird er hier sein. Ich selber habe mit den Ammo auf Mic Pinseln noch nicht gearbeitet. Das ist ein relativ feiner für Details. Ich denke mal, das wird ein ganz normaler Synthetikpinsel sein. Aber auch das wird getestet. Und davon haben wir hier nochmal einen breiten. Das ist aber einer, der heißt Sawbrush. Der hat so eine Sägestruktur. Einfach nur fürs Weathering. So, und dann haben wir halt einen Flachpinsel noch, einen kleinen 4 mm für Streaks oder whatever. Also das wird man dann halt in der Anwendung sehen. So, hier haben wir halt Micro-Brushes, also ich kenne sie schon, ich habe sowas in der Art hier auch schon liegen. Das ist ein nettes kleines Gadget für auch für Weathering, wenn man zum Beispiel an kleinen Stellen ein Chipping erstellen möchte oder andere Abnutzungsspuren. Da kommt man mit diesen feinen Pinseln hin. Nachteil ist, man kann sie nicht ganz so oft verwenden, weil dann sind die leider auf. Dann machen wir das mal wieder zu. Dann haben wir hier ein Buch drin. Ich mache da mal die Solution-Box mal ganz zu. Wir haben ein Buch da drin. How to Paint World War II USA Vehicles. Das Buch ist in Englisch, Spanisch und Französisch. Wir haben hier einen Begrüßungstext. So. Dann wird hier noch ein bisschen andere Produkte beworben. Der Extra Thin Cement habe ich auch. Und dort muss ich sagen, meiner Meinung nach ist es nach dem Tamiya-Kleber der beste Kleber, der mittlerweile auf dem Markt ist. Also nicht, weil der jetzt von Mick ist, sondern weil der wirklich gut ist. Riecht zwar ein bisschen streng, aber ich persönlich finde, man erzielt gute Ergebnisse. Hier Sekundenkleber von Cool 21 oder Collet, wenn es aus Frankreich kommt. Ist auch ein sehr guter Sekundenkleber. Viele, die PE-Teile verwenden, schwören darauf. Ja, jetzt geht's weiter. Das ist halt die Beschreibung der einzelnen Produkte in den diversen Sprachen. So, und hier ist eine Beschreibung der als Piktogramm, was man in den Schritten machen soll. Ne? Airbrush, den Pinsel, den Pinsel, den Pinsel. Ja. Ist eigentlich eindeutig zu sehen, was gemeint ist. Ansonsten kann man halt auf Seite 9 nochmal zurückblättern und liest es nochmal nach. Ja. Hier sind hier ist eine Einleitung. Und dann geht es auch schon los. Step by Step. Hier wurde ein schöner Sherman genommen mit Aluminiumrohr. Step 1, Black Primer. Step 2, Base Color. Und hier steht dann auch immer, was man braucht. Ne? Hier die Airbrush, welchen Abstand, das ist der Druck,
Trockenzeit. Die Highlights, dann hier die leichte Tarnfarbe drauf mit schwarz matt. Es ist schön einfach beschrieben, wie man gute Ergebnisse erzielt, also finde ich. Und es ist schön halt bebildert. Das ist in den MIG-Magazinen zum Beispiel auch, in den Weathering-Magazinen ist es auch immer sehr einfach visualisiert, wie man etwas macht. Klar, es ist dadurch, dass es hier ein Armor of MIG Produkt ist, werdet ihr hier nur Armor of MIG Produkte abgebildet finden, die zur Verwendung der an dem Modell benutzt wurden. Aber das lass mal hingestellt sein, es muss ja deswegen nicht schlecht sein. So, hier wird so ein bisschen Mischungsverhältnis für Highlights gemacht. Hier wurde der Oil Brusher halt an eine Farbpalette zusammengemischt, um halt hier sieht man das sehr schön, hier wurden dann Highlights erzeugt. Das ist ein schönes Hilfsmittel. Hier dann verblendet mit dem angefeuchteten Pinsel. Ja, hier benutzt man diesen Saw Brush für die Streaks. So. Shipping, wieder Oil Brushers. Also es wird hier wirklich Step by Step. Hier heißt dieser Mikrobrush heißt Sniper Brush. Also das ist denn hier, dass man die Werkzeuge mit, das haben sie Ölfarbe genommen, mag sein. Na, jedenfalls wurde das dann halt eine Holzmaserung dadurch erstellt. Verstauben des Fahrzeuges, ganz wichtig. Das ist hier, man wird hier wirklich Step by Step durchgeleitet, bis man bis man das Ergebnis erzielt hat, welchen Verschmutzungsgrad, welchen Abnutzungsgrad. Und das ist auch, ich sage mal, für Modellbauanfänger nicht unbedingt ungeeignet, weil man hat in dieser Box alles drin, was man braucht. Und man muss sich da nicht selber was zusammenmischen. Vor allen Dingen, wenn man halt noch nicht die Erfahrung hat. Woher soll man es wissen? Hier wird schön auf die Ketten nochmal eingegangen. So. Dann haben wir hier das fertige Fahrzeug, fertig gealtert. Nochmal so ein bisschen wann, wo verwendet wurde als schematisches Bild hier. Und wir haben hier Alternativfahrzeuge, die man mit dem Set machen kann. Also alles, was irgendwie Olive Drab ist, kann man hiermit auch machen. Schön geschrieben, hilfreich auf jeden Fall. Also selbst das How to Paint alleine finde ich für Olivfahrzeuge sehr praktisch, weil es ist nicht immer einfach ein monotones Fahrzeug. Gut, hier haben wir eine zweifarbige Tarnung drin, aber wenn man ein monotones Fahrzeug hat, das zu tarnen, stelle ich mir nicht einfach vor. Gut, wir packen mal wieder zusammen. So, anfangs habe ich den Preis angesprochen. Ja, 82,50 in der Box. Man hat hier alles zusammen, was man braucht. Natürlich ist die Frage, ist es für jemanden sinnvoll, der schon so ein bisschen ausgerüstet ist mit Modellbauzubehör. Das kann ich nicht bejahen oder verneinen. Dadurch, dass die Produkte da drin so verschieden sind, kann es sein, dass jemand, der trotz, dass er schon viele MIG-Produkte hat, gerade die für Olivfahrzeuge noch nicht hat, weil er halt viel dunkelgelb gemacht hat oder Flugzeuge oder weiß der Geier. Naja, wir wollen jetzt aber mal gucken, ob sich das wirklich lohnt. Also wir haben hier Box 82,50. In der Box haben wir drin einen Verdünner.
Der kostet, also ich beziehe mich jetzt bei den Preisen nur auf die Preise vom Modellbaukönig. Dann haben wir hier eine Referenz als Preise. Und dann kann man mal vergleichen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Wir haben den Enamelverdünner, der kommt 3,60 Euro. Wir haben den One-Shot Primer in der Flasche, der kostet 5,85 Euro. Wir haben Oil Brusher, 4 Stück da drin, die kosten Stück 2,90 Euro. Es ist der Klarlack drin, der kostet 4,50 Euro. Der Transpirator, der kostet auch 4,50 Euro. Dann haben wir 5 Acrylfarben drin, wobei jede Acrylfarbe 2,30 Euro kostet, macht in Summe 11,50 Euro. Dann haben wir die Pigmente Gunmetal für 3,60 Euro, Europe Earth für 3,60 Euro, Dark Earth für 3,60 Euro, Engine Oil für 3,60 Euro, Dark Wash für 3,60 Euro, diese Splashes, Dry Earth 3,95 Euro, Wet Mud auch 3,95 Euro, der Filter 3,60 Euro. Die Pinsel, der 0,8 mm Saw Brush liegt bei 2,25 Euro. Der 3-0 liegt bei 1,45 Euro. Und der 4 mm Flachpinsel liegt bei 1,95 Euro. Das macht in Summe 73,10. Jetzt stehen hier 73,10 zu 82,50. Wir haben hier aber noch das How to Paint drin. Und der Umfang von diesem Magazin, ich setze ihn mal so zwischen 10 und 20 Euro an. So um den Dreh liegen diese How to Paints. Es gibt ein How to Paint 1:72. Das liegt im Mittelwert, glaube ich, 17 Euro, ein paar zerquetschte. So, wenn ich da jetzt mal, nehmen wir mal 15 Euro. 15 Euro für das Buch. Das ist auch ein guter, oder die Untergrenze. Dann sind wir bei 73,10 plus 15, dann sind wir bei 88,10 Euro. Somit haben wir roundabout 5 Euro gespart, wenn man sich die Sachen einzeln holt. Ja, man hat halt jetzt den Vorteil, es ist alles drin in der Box. Man muss sich nichts mehr zusammensuchen. Es wird alles erklärt und man kann als Modellbauanfänger mit so einer Box, man braucht eigentlich nur noch ein Modell mitbringen und ein bisschen Talent und man erzielt super Ergebnisse. Ja, also mich überzeugt das Produkt schon. Es ist auf jeden Fall jetzt ein Anreiz, ein olivfarbenes Fahrzeug zu bauen. Wenn ihr Bock habt, werde ich das auch machen. Ich werde mit dieser Box ein amerikanisches Fahrzeug machen. Ich hole mal 2 her, dann könnt ihr mal gucken. Ja, ich habe tatsächlich 2 Fahrzeuge der amerikanischen Armee. Und zwar den M41 Walker Bulldog, eine ganz alte Gurke. Oder den US Tank Destroyer M10 Mid Production. Also das ist ein schönes Ding. Wenn ihr Bock drauf habt, dass ich einen dieser Fahrzeuge mit dieser Solution Box baue, lasst einen Kommentar da. Schreibt rein, welcher es sein sollte, könnte. Und dann gucken wir, was machbar ist. Ja. So viel zum Thema Solution Box. Ich denke mal, ich habe genug gesagt dazu. Ja, also wenn ich eine Kaufempfehlung geben sollte für jemanden, der mit Modellbau anfangen möchte, Bock auf US-Fahrzeuge hat oder noch gar nichts in der Richtung hat, der holt sich dieses All-in-One-Paket, da ist alles drin und mehr gibt es nicht zu sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!